Okay. Kobus, starke erste Halbzeit. Fangen wir vielleicht so an. Starke erste Halbzeit. Taktisch gut dagegen gehalten? Fragezeichen? Ihr wart gut eingestellt offensichtlich. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin sehr stolz auf die Spiele. Ich glaube, wir haben erste Halbzeit gut gespielt. Wir können taktisch besser spielen. Ich glaube, wir haben unsere Kickspiel nicht richtig so gut benutzt, als wir wollten. Aber wir haben sehr gut verteidigt. Wir haben auch viele richtige Dinge gemacht. Aber unglücklich dann in der zweiten Halbzeit haben wir nur verteidigt. Und wir haben in unserem System geblieben. Aber ich glaube, den Physisch war den starke in der zweiten Halbzeit, ja, den Ball sehr gut benutzt, immer nach vorne gegangen, aber wenn wir nur zweimal im Jahr gegen solche Gegner spielen, dann wollen wir auch besser. So, wir müssen mehr solche Spiele organisieren, dass wir auch für 80 Minuten mithalten könnten. Aber ich glaube, das ist wichtig, ein Anfang wieder von einem nächsten Schritt. Ich weiß jetzt, wo wir verbessern könnten, aber für die deutsche Mannschaft bin ich sehr stolz. Was ist in der zweiten Halbzeit, was ist in der Halbzeit irgendwas passiert? Ihr habt bis zur Halbzeit gut mitgehalten, dann gab es kurz vor der Pause unglücklich noch diesen Versuch und dann sind die Amerikaner sicherer oder selbstbewusster aus der Kabine gekommen? Oder habt ihr irgendwo einen Bruch im Spiel gehabt? Die waren fortan ja doch deutlich überlegen. Nein, wie ich sage, ich glaube nur, wir haben nicht in richtigen Area gespielt. Wir haben zu viel in unserer Halbzeit mit dem Ball probieren. Wir müssen viel mehr unser Kickspiel benutzen, um in den amerikanischen Halbzeit zu spielen. Und ich glaube, wir haben fast keinen Ball gehabt. Wenn der Amerikaner den Ball hat, habt ihr das sehr gut benutzt. Der hat das nicht weggegeben. Der hat das nicht weggekickt. Der hat dann, wie gesagt, immer nach vorne gegangen. Und das war nicht, dass wir von den Kabinen gekommen sind, etwas anderes gemacht haben. Ich sage, ich glaube, die war dann ein bisschen physisch stärker als uns. Und das hat dann in der zweiten Halbzeit dann auch, als ich das gesagt habe, die immer in dem Mittelfeld sehr gut nach vorne gegangen hat mit den Stunts. Aber das ist so, ich glaube, ein Gegner, was man nur lernen konnte. Das erste Mal, dass wir gegen die USA spielen und wir haben gesehen, was wir gegen Mannschaften spielen, das besser als uns ist, dann verbessern wir uns auch. Aber wie gesagt, heute war ein sehr, sehr guter Tag für uns. Unglücklich haben wir nicht gut gespielt in der zweiten Halbzeit. Wir könnten besser spielen, aber wir sind stolz auf die Jungs. Michael, vielleicht einmal bei dir weitermachen. Wie geht's erstmal? Verletzt? Ja, so ein Schuss auf den Kopf, aber es geht schon wieder. Alles klar. Aus Spielersicht. Ich denke, man muss auch bei dem Ergebnis am Ende nicht zwingend unzufrieden sein. Ja, unbedingt nicht. Also, ich habe es den Jungs noch gesagt, nach dem Spiel, vergessen wir das Ergebnis. Wir sind immer noch stolz miteinander. Man hat gemerkt, dass ein Tränen in die Augen von den Jungs war. Sie haben gewusst, die haben dieses Selbstbewusstsein gehabt. Und ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen können. Also, Ergebnis ist Ergebnis, aber wir haben gewusst und wir haben auch daran geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen können. Ja. Und hat Spaß gemacht für die Jungs. Ja. Ihr konntet, wie war es auf dem Feld gegen die Spiele? Das spielt ja nicht so häufig gegen Gegner von dieser Qualität. Ja, natürlich in der Europameisterschaft mit Georgien und Rumänien Spiele, die auf diesem Level auch stattfinden. Wie fühlt sich das an auf dem Feld? Ist das unter Umständen vielleicht, manchmal ist es ja auch leichter gegen solche Gegner zu spielen, weil der Druck vielleicht auch gar nicht so da ist und auch in so einem Testmatch, wo es weder Qualifikationsdruck gibt, noch irgendwelchen Abstiegsgefahren. Ja, leicht ist es nicht. So ein großer Gegner wie die USA, ich glaube, im Moment sind es 17 in der Welt. Und da ist schon eine große Trennung zwischen die 20 Platzierte und die nächste. Und wir sind halt immer noch die nächste. Und deswegen, wie Kobus hat betont, wir brauchen weitere Spiele gegen die. Wir müssen diese Trennung da noch enger machen. Und der einzige Weg ist, die große Ergebnisse zu testen. Wir waren sehr motiviert. Wir tragen die Verantwortung für was passiert. Ich glaube, 46 Punkte haben wir nicht verdient, aber es ist so, wie es ausgegangen ist. Und ja. Was passiert auf dem Spielfeld, mussten wir halt die Verantwortung nehmen.
ist nichts, was Kobus in der ersten Halbzeit in die Kabine sagt, dass wir haben nicht gemacht oder sowas. Es war einfach, wenn wir machen Fehler, wir werden bestraft. Und das ist genau, wo wir hinwollen, auf diesem Niveau jede Woche zu spielen. Ja. Und ja, wenn wir das verdienen, dann müssen wir halt diese kleinen Fehler immer weglassen. Kobus, noch eine Frage. Jetzt steht in einer Woche schon wieder Chile auf dem Programm. Das heißt, lange damit beschäftigen kann man sich jetzt nicht, aber was nimmt man aus so einem Spiel mit Blick aufs Spiel gegen Chile, das sicherlich dann wieder eher auf einem Level wie Brasilien anzusiedeln ist? Ich glaube, wie gesagt, wir nehmen viele positive Worte von diesem Spiel. Wir weiß genau, dass wir uns verbessern könnten. Und ich glaube, nach so einem physischen Spiel brauchen die Jungs 1, 2 Tage auf Pause zu erholen. Dann kann uns analysieren. Chile hat jetzt schon in Hongkong in einem Tournament gespielt gegen Russland, Kenia, Hongkong. Und heute die letzte Spiel gemacht. Da spielen eine Woche, die kommen dann nach Deutschland. Und dann müssen wir dann für Chile vorbereiten. Also unser Fokus ist von morgen ab 100% auf Chile. Und wir analysieren uns selbst, sehen, wo wir uns verbessern könnten. Wir analysieren auch die Gegner und sehen, wo die vielleicht schwache haben und dann bereiten wir uns dorthin vor. Fragen aus dem Publikum, bitte? An die deutsche Mannschaft. Von der Weltranglistenposition sind Georgien, glaube ich, 13, Rumänien 15, USA 17. Und was mir halt direkt aufgefallen sind, die Amerikaner haben halt von Seitenlinie zu Seitenlinie gespielt, jeden Ball weit nach außen. Die ersten 30 Minuten hat es sehr gute Kontrolle gehabt und viele Chancen zunichte gemacht, aber am Ende könnte man vielleicht meinen, dass ein Gegner wie Rumänien, der es mehr über den Sturm versucht, der es mehr über Territorial Game versucht und so weiter, dass er euch im Endeffekt besser liegt, dass es für euch ein besserer Gegner ist, als so eine Mannschaft wie die USA, die es mit vielen Offloads und mit vielen weiten Spielzügen, dass es euch vielleicht taktisch ein besserer Gegner ist? Ja, es kann sein, natürlich. Aber wenn wir wollen den nächsten Schritt nehmen, dann müssen wir halt flexibel sein. Und unsere Analyse war super die ganze Woche. Wir müssen auch dieses Spiel jetzt analysieren. Wie du hast gerade gesagt, die ersten 30 Minuten waren super. Ja, wir müssen dann schauen, was ist dann der Unterschied, was haben wir nicht gemacht in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, das war nicht große Fehler von der Mannschaft sozusagen, sondern auch ein paar verpasste Tackles. Man kriegt Momentum und dann so eine Mannschaft mit der Qualität von den individuellen Spielen, das ist schwer zu halten. Was ich jetzt persönlich faszinierend fand, war dein Duell mit dem amerikanischen Gedränge halt. Einmal dein Quick Tap genommen und ist komplett in deine Schulter reingelaufen. Wie war das für dich? Wie sah das für dich aus, das Duell? Wir haben unsere Analyse gemacht und wir wussten, dass die wollten immer schnell spielen. Also da habe ich nur meinen Job gemacht. Ich habe gerade ein Bier gegeben und das ist schon vergessen. Also es war was wie in jeder Woche. Ja. 15 gegen 15 ist halt, da ist keine individuelle Rolle. Weil wenn man denkt direkt an den Gegner, dann ein Handel von der Mannschaft werden, dann meine Mannschaft schlagen. Sorry, eine letzte Frage noch kurz. Mir ist aufgefallen, dass relativ viele Chip-Kicks waren von Ray und von Chris. Zweiter Mal ist gut gegangen, aber auch zweiter Mal nicht. War das vorher eine Taktik, weil wegen der Rush-Defense von den Amerikanern oder wie? Ja, wir haben auch gesehen, dass die uns viel Platz hinten den Verteidiger geben. Der hat nur eine Person hinten gehabt. Unglücklich war unsere Execution nicht gut. Ich glaube, was wir das besser gemacht haben, haben wir ein besseres Ende gehabt. Das war der Plan, ein bisschen die uns zurückzusetzen, aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir das zu viel gemacht und nicht auf diese Zeit. Aber ich glaube auch, wir können das besser ausführen war nicht so gut, aber der Plan war da und ich glaube, was wir eine Analyse machen, können wir auch noch sehen, warum der Platz war da, aber wir haben das nicht gut ausgemacht. Weitere Fragen? Das war das erste Länderspiel hier in Wiesbaden, ein Standort, der jetzt nicht gerade für Rugby bekannt ist. Was war Ihr Eindruck hier vom Stadion, auch von der Stimmung und hätten Sie Lust auch weiter zu spielen in Wiesbaden zu bestreiten? Ja, ich glaube, das war super, ich habe noch nicht ein schlechtes Landesspiel gemacht in Deutschland. Die Leute sind immer richtig, die Unterstützung, die sind nett,
die helfen uns immer, das Stadion hier ist sehr, sehr gut, finden das sehr, sehr gut und alles ist für uns gut organisiert von den Leuten hier in Wiesbaden und ja, wir kommen wieder zurück und hoffentlich können wir nächstes Mal mehr Zuschauer haben. Kobus, kannst du noch ein bisschen was zu den Neujungen sagen? Aaron Schramm zum Beispiel, genau, die letzte Woche auch schon dabei. Letzte Woche war es ja klar. Wie haben Sie gesehen heute? Ja, ich glaube, ihr habt gesehen heute, dass die uns Tiefe bringen Kader und die sind beides gute Spieler. Ich glaube, das ist der zweite Test für beide und ich glaube, ich spiele, wann die gut trainiert und gut spielen, kann ich noch viel Test bei Deutschland spielen. Die sind beide sehr, sehr gute Spieler auf den Position, dass sie spielen. Und wir spielen es immer gerade zu verbessern, mehr Spieler dazu zu holen. Und wir haben gesehen auch, wir brauchen eine Bank, das in der zweiten auch das Niveau verbessern könnte. Und ich glaube, wir arbeiten noch ein bisschen dorthin, so dass es super um Spieler auf dieses Niveau zu bekommen. Aber wir müssen auch noch viel arbeiten, um die Mannschaft zu verstärken. Aber die Tiefe scheint im Moment nicht so das größte Problem zu sein, weil die Bank heute ja durchaus abgeliefert hat. Genau, wenn du das vergleichst letztes Jahr mit dem Spiel gegen Spanien und Russland, wo wir richtig Probleme gehabt haben mit der Tiefe, kann man sehen, dass wir richtig in den letzten paar Monaten sehr hart gearbeitet haben, auch an den jüngeren Spielern, die sind viel besser. Wir haben jetzt schon Spieler, das in Februar noch nicht auf dem Niveau war, aber heute sehr gut gespielt hat. Und jetzt bringt man dann noch ein paar neue dabei. Das ist sehr gut. Aber wie immer Verletzungen passiert und manchmal sind die Leute nicht alle da. Somit wir brauchen immer mehr Spieler auf gutem Niveau. Und dann bringt das auch in Mannschaft gute Competition. Und das ist immer gut. Weitere Fragen? Bitte. So here, what struck me most, first of all, is that you tried to spread the ball wide in attack straight away, and also on defense, you did get a couple of turnovers. Was that the two areas you were trying to focus on, or did that just come about during the game? I mean, the white game obviously not, but the breakdown situation. Evening, everyone. Yeah, it was a focus for us. Was the game we wanted to play. We thought we had the speed and the skills to be able to do that. The defensive side of it was we wanted to put pressure on the German side because we knew if we let them have the ball and play, we would suffer. We would have points scored against us. So our focus as a team was to try and put as much pressure as we could on them when they had the ball, because we had that much respect for them. So the way of doing that is to make sure we try and get turnovers from a defensive point of view. And what's your take on, I mean, scrums seem to be pretty even, but lineouts and mauls, I think your maul difference was quite excellent. Again, we focused on that. The work we did in the last for us from a coaching group for the last 2 or 3 weeks before we assembled, but then in this week we focused on seeing how the German side drove the ball, how they dominated in the set piece in general, scrum-wise, and also line-out. So we knew that was a strength of theirs, and in order to try and stop that, we had to focus a lot of our attention and training on that, and that's what we did. We focused on trying to stop the driving maul, which the German side has shown. And also the scrum, we were very concerned about the German scrum as well, because they've shown in the last 2 or 3 games how much improvement they've done over the last few months. So certainly a lot of respect was given. So you weren't surprised by the strength of the German team, especially in the first half? No, we knew what was coming, and we've talked about it a lot of the time about what we had to do in order to try and stop what we knew the German side were going to bring. And if we thought this was going to be an easy game, then we knew that we would be on the losing end of it. So the whole focus going into this week was about what we had to do, what we needed to bring to the game to try and stop what I thought and still think is a very good German side and the way they're progressing.
So all respect was given to our trainings in order to make sure we had the focus we needed going into tonight's encounter. So was there anything missing in your game, in your performance, especially with focus on the next game against Georgia, I suppose? Yeah, sure. First, I'd like to thank the Germans for the contest and all the best next week in Chile. Yeah, I think we'll take a lot of learning out of this game, especially that first 20 minutes where we put on a lot of pressure and we put ourselves under a lot of pressure. Tried to force probably one too many offloads, probably could have forced, put through an extra pass to give our game a little bit more width, and then find ourselves in that tempo that we want to be at. Defensively, we have some things to work on as well, which is great. I mean, that's what the game of rugby is that search for continual improvement and constant challenge that we get to face week in and week out when we come to an arena like a test match. And that was a great contest. Again, a lot of respect to the Germans and what they were able to bring from both the physicality point of view and the rugby point of view. And we're very proud of our guys and their effort, and we'll look forward to learn as much as we can from the tape and apply it next week against Georgia. I think you were the first time in Wiesbaden, I think? Yes, it's the Is first that time. a good week you? Yeah, it's been great. It's been cold. Yeah. Let's be honest about that. It has been cold. But the conditions, the people that have been with us, helping us prepare, have been exceptional. So, and the allowing us to be here and preparing, and then it was difficult for us to come together because we had 10 players playing in a number of different competitions. So our preparation was slow to start, but we knew that we had to get it right because of what we have seen. And having everyone at Wiesbaden and the venues that we've had, both at the Play Army base and also with Mines Rugby Club, have been exceptional. So allowing us to prepare as best we could, given how cold it was. I'm not used to that. I was from the south of New Zealand. Yeah, I've just come from 25 degrees, so yeah. So any questions from the audiences? I have a question away from this game. There's this huge discussion with NFL football and concussions in the US. Do you feel that there's the movement that parents send their kids to rugby, something like that? Do you feel that the rugby movement in the USA is getting traction, or do you think you have to still do a little bit more? I think it's getting traction. I think that's probably a really good way of describing it. There's still a long way to go. The sports that have a lot of traction in the US, your NFLs and your hockeys and basketball, they're massive sports. So rugby is very in its infancy, but it's getting traction, and the universities are starting to pick it up. There's a professional competition that is being installed into the US. That all bodes well from a rugby point of view. In a country that, should they get hold of the game and decide that it's something that is really important to pursue, who knows where it will go with the money that's available, with the athletes that are there in the US. So I think World Rugby are doing a good thing by developing the game in countries that haven't had the exposure. The US is one, Germany's another, there's a number of others. Look at how Georgia's starting to push through, because there is investment in the game from the World Rugby Corporation, from sponsors, all that sort of thing, which is helping the game grow. That can only be a good thing in my opinion. Any other questions? Yeah, I got two questions. One perhaps to Mr. Hewitt, the other for, I suppose, Blaine Scully. All right. Well, since we unfortunately don't get to see the American Eagles too often here in Germany, and it was the first game on tour, who of your own players have been already particularly on song? Who of your players might show more against Georgia? I think Blaine is an example of one of our players that has been on song, not only from an on-field performance but an off-field point of view. We had
bringing the players together was a challenge, as I mentioned, because some had been playing, some had come from injuries, some had come from not playing because their competition had had a break. So trying to get everybody on the same page and performing together was always going to be challenging. And I think from a coaching group point of view, I'm really proud of how the players took hold of the information we gave them and drove it. I'm not a coach who wants to say, you must do this, you must do that. It's more of, here's the information and this is what I would like you to do, and then the players will drive it from there with guidance, because that's the role of a coach. But the way they took the information and put it into action on the training fields, and then tonight, I'm really proud of that. And it's not, I can't just say there's one or two players that are the reason for that. There's all the players in every position have done a great job. And we have 5 players who did not play. 1 through injury and 4 through, for various reasons, were not selected. Doesn't mean to say they weren't good enough, it was just the selection policy we put in place. So they have all helped prepare the team. And they've all had a major part to play in getting us to where we got to tonight. And will have a major part to play going into next week's game. So it's a real focus on these guys to get where we've got. Well, thanks. And let's look to a region, to opponents which might matter a lot to Germany, which we rarely play in Latin America, but you play them very often. Next week it's Chile for Germany, and if everything would go very well on the way to World Cup qualification, the very crucial match for Germany might be Uruguay. We played them only once, but that was a friendly. How would you see now, with what you tasted from Germany, how would you see Germany mix it with those opponents, with Uruguay? Yeah, maybe from somebody you can talk with familiarity about those opponents. No, I think it'll be a very competitive contest that I would love to watch. I'd probably buy a ticket for sure. I think both are strong physical sides who are both coming on leaps and bounds and challenging at every facet of the game. So I think it would be a great contest, and I think the winner would be in a good position to challenge the World Cup. Even Stevens? Yeah, well, I mean, I couldn't say one way or the other. I mean, playing the game tonight, obviously we had a lot of respect and knew what the Germans would bring, but you know, it's one thing to watch on tape, it's another thing to play it. And the contest was physical, and it was 80 minutes worth of it. And you know, that's what you want. That's what we love about this game. And when we played Uruguay in February, it was a similar bout. So what I can't call what a score could be, but I can promise it'll be a contest worth watching. Thanks. So if there aren't any questions, then good luck with both teams for next week. Oh, sorry. So do you have any support from the state of the USA for your federation? From the when you said the state? Government of... At this stage, no. It's more. There is sponsors, the investment, and it's very similar to the German side. The money is key to grow the game, not only from a national team but also from a developmental point of view. And unfortunately, in most countries, you have to prove yourself to be worthy of the investment before you get the investment. And the US team's going through it and has been through it and has managed to prove itself. The German side is going through it, just like a number of other teams. And once you prove yourself, which is the hardest thing to do, then you tend to get the investment from local government and then national government potentially. So I think the way the German team has played in the last few months, and I believe will continue to play, then there will be more investment, possibly not from government levels, but certainly from sponsors will start coming on board, because the way the game is played here and the people involved, it's going to it's good things coming. And to get the Uruguay-German game, and if you can get the win, then people will start to take notice. And I think that's a positive thing to come out of the game tonight. People will start to take notice.
as a former All Black in New Zealand, like when you were back in your playing days back home, what was your perspective on Tier 2 rugby in general? It was a long time ago, when I was playing. Oh, just 15 years ago. Yeah, that's a long time ago. It feels like a long time ago. Looks like you could catch right now. I think it was unfortunate that the All Blacks didn't get a chance to play Tier 2 nations. And having the experience, it's something that should happen. And the reason for it is because of that there's a massive distance between the skill sets. And I understand that, but I think there needs to be more involvement from Tier 1 nations in the Tier 2 nations to help development. There's development coming from World Rugby, which is great, but they actually need to have exposure to a Tier 1 nation. And it may not necessarily be playing the national side. For example, an Ireland, Scotland, England, or an All Blacks or Australian Wallaby side. But it could be super level, it could be minor 10 level in New Zealand, which is our domestic competition. So there is opportunity to help grow the game from a Tier 1 nation. And I think that's an important thing that needs to be considered going forward. So that's all. Thank you. Good luck to the next week. Bevor wir gehen, wir würden auch was gerne von unserer Seite als Mannschaft teilen, weil wir hatten die Plattform nicht letzte Woche ja, es war fast ein gutes Mischung wegen seinem letzten Kommentar, Sponsoring, Funding und sowas. Und wir sind sehr enttäuscht als Mannschaft mit der Aktion von dem Verband in den letzten paar Monaten. Wir haben uns getrennt von einem großen Sponsor, der immer noch aktiv in Deutsch Rugby ist. Und wir nutzen jetzt die gleichen Ressourcen und sowas, aber trotzdem können wir es nicht auf dem Plakat stellen. Und ja, wir müssen das nicht verstehen, wir sind nicht die Verantwortlichen dafür, aber von der Mannschaftsperspektive, wir haben immer noch Angst, dass es nicht in die richtige Richtung geht oder nicht vorangeht. Und wir haben selbst einen Spielrat mit 5 Leuten zugestellt. Wir haben eine Kommunikation mit dem Verband aufgenommen, was eigentlich wahrscheinlich aus meiner Sicht ist die falsche Richtung, aber haben wir gemacht. Und wir waren versprochen, dass einige Sachen werden sich ändern. Und diese Woche hatten wir ein paar Probleme wieder, mehr organisatorisch. Und das ist eigentlich nicht unser Ding zu sagen. Wir, wie ich habe vorhin betont, auf dem Spielfeld tragen wir die komplette Verantwortung. Aber was passiert außerhalb dem Spielfeld, und da waren einige Probleme, das hat unsere Mannschaft den Fokus weggezogen. Das kann nicht passieren. Und wie gesagt, letzte Woche hatten wir nicht eine Pressekonferenz, um das zu mitteilen. Und ja, wir stellen uns gerne zur Verfügung, wenn er hat Privatfragen oder sowas. Aber wir mussten das sagen, ja, wir fühlen uns ein bisschen runtergelassen vom Verband, vor allem in den letzten paar Monaten. Und wir haben noch große Ziele und große Wünsche, dass wir wollen in unserer Karriere machen, persönlich sowie auch als Mannschaft. Und im Moment, wir fühlen uns, dass wir kämpfen gegen was, um das zu realisieren. Nicht nur für die Zukunft, für die Jugend und so weiter. Was wir hinterlassen, ist was ganz wichtig, so Legacy. Also, um ein bisschen weiter in Dateien zu gehen, die letzten 3-4 Jahre, wir haben viele Strukturen, Programme aufgebaut, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und deswegen fühlen wir uns ein bisschen enttäuscht. Aber es sind keine Konsequenzen jetzt von eurer Seite aus geplant, sondern ihr sagt, ihr stellt euch weiter in den Dienst der Mannschaft, ihr möchtet das abseits des Spielfelds dann jetzt mal Tacheles geregelt wird, dass da Aktionen. Wir haben sportliche Ziele. Wir haben sportliche Ziele als Mannschaft und wir haben eine Entscheidung getroffen als Mannschaft. Und das sind unsere Ziele zum Ermöglichen. Und also Entscheidung als Mannschaft steht, ihr seid auf jeden Fall dabei dann bei den Spielen. Wir sind dabei. Deswegen, wir hoffen, dass es geht voran und es geht weiter. Ja, das ist eine interessante Artikel auf Total Rugby. Ich weiß nicht, ihr könnt den Dennis weiterfragen, warum es ein bisschen in ein Eck aufgeräumt ist. Es war nicht publik gemacht, aber
tut euch einen Gefallen, lest das mal durch. Das ist eine dritte Partei, da hat das geschrieben. Und wir sind in einer ganz schwierigen Situation, weil wir sind angestellt von Wildrat kennen. Aber ein bisschen Hintergrund zu geben, wir haben Sonderurlaub genommen, für diese 3 Wochen Vorbereitung zu machen. Und das ist schon eine große Aktion von unseren Sponsoren, unser Arbeitgeber, genau. Und wir machen das gerne. Unser Ziel ist, alles zu ermöglichen, und für Deutschland zu spielen, ist großartig. Da gibt's nichts Großes bei uns. Aber jetzt ist es ein bisschen kompliziert mit den ganzen Dingen und wie gesagt, da wir hatten keine Chance letzte Woche was zu sagen, mussten wir jetzt die Chance nutzen, weil ja, wir mussten nicht den Amis hier weiterquatschen und sowas, die können das machen, aber wir mussten diese Plattform nutzen, das zu sagen. Und das ist nicht nur Sean Armstrong und Michael Poppmeier, wir repräsentieren die Mannschaft. Und alle haben ein bisschen Sorgen im Moment. Meines Wissens. Also, geht doch so. Meines Wissens hattet ihr vor knapp 4 Wochen ein Gespräch des Spielerrates mit dem Präsidenten und Finanzvizepräsidenten des DAV und habt sie gefragt, ob sie Alternativen aufzeigen können, wie es mit der Mannschaft weitergeht, nachdem Dr. Wild sich in Zorn zurückgezogen hat. Was ist euch denn da versprochen worden und wie sieht denn dieser Plan B aus, von dem immer geredet wird? Also wir sind kein Verantwortlicher von der DAV, deswegen würde ich das auch nicht gerne mitteilen, sozusagen, aber versprochen wäre, dass der DAV hat die Funding dafür, das Programm weiterzumachen. Ob das ist der Sponsoring oder World Rugby oder sowas, das interessiert uns nicht. Wir sind da, wir hoffen, dass wir haben die gleiche Vorbereitung und so weiter. Das war unsere größte Sorge. Die Nominierung für die erste Spiel ging 2 Wochen vor dem ersten Spiel raus. Wir haben dafür Chris Hilsenbeck letzte Woche nicht bekommen, David Tusak nicht bekommen. Ob das möglich war, wissen wir auch nicht. Aber 2 Wochen vor dem Länderspiel das zu nominieren, finde ich ein bisschen kurzfristig. Wir wussten nicht, ob Kobus noch Trainer wäre, wegen die komplizierten Sachen. Und wir haben 2 oder 3 Besprechungen mit den Vorständen der DRV. Und das ist kein Geheimnis. Wir haben das im Namen des Mannschafts gemacht. Was versprochen wäre, war nur, dass diese Funding geht weiter und es wird, wie bisher gelaufen ist, weitergehen. Und noch was besprochen wäre, war, dass der Vorstand wäre mehr aktiv zu uns kommen als Mannschaft, weil die haben sich gefühlt, dass da waren große Trennungen in den letzten paar Jahren. Und wie oft war seid ihr da? Wie oft in unserer Vorbereitung jetzt? Also wir hatten Mitglieder vom Vorstand am Montag vor dem Leipzig-Spiel dabei. Aus unserer Frage, wir haben jetzt gesagt, dass wir daher kommen müssen. War aber super, die haben sich vorgestellt. Jeder kennt einander jetzt, so wie auch gespielt, die neu spielen und so. Leider in Leipzig war nur eine von dem Vorstand dabei. Und gestern, unser Teamrun in Heidelberg, war einer dabei. Also deswegen fühlen wir schon enttäuscht. Es wäre auch zugesagt, dass wir waren an Priorität. Und wenn wir sind an Priorität, dann, ich glaube, es wird anders aussehen. Also, wie gesagt, wir sind erreichbar, wenn ihr wollt. Gerne schickt uns ein E-Mail oder durch die Mannschaft kommunizieren und wir nehmen die Zeit dafür. Sonst vielen Dank.